Also ich glaube, da sind viele Dinge wichtig. Ich würde, glaube ich, zwei Dinge akzentuieren. Ähm, Erstens bedeutet, wenn wir jetzt mal bei der geschlechtergerechten Sprache bleiben oder damit anfangen, bedeutet geschlechtergerechte Sprache zu verwenden, ja auch anzuerkennen, dass bestimmte Menschen und Menschengruppen bislang eher verschwiegen und weniger beachtet worden sind und dass die ein Recht auf eine solche Anerkennung und Repräsentation haben. Und da würde ich dann tatsächlich auch die Macht von Sprache nicht unterschätzen. Und das bedeutet ja irgendwie, sich damit zu arrangieren, dass genau in diesen Geschlechter- und Körperfragen Dinge instabil sind. Und das wiederum ist ja eine zentrale, sagen wir mal, Matrix, so eine das ist ja was das Koordinatensystem unserer Gesellschaft bestimmt. Männer lieben Frauen, Frauen lieben Männer, ja, also diese heteronormative Vorstellung und eben die Zweigeschlechtlichkeit. Es gibt nur Männer und Frauen. Ja. Und jetzt durch Sprache anzuerkennen, dass es mehr sein kann oder komplizierter ist oder ja, das ist für viele Leute offensichtlich sehr irritierend. Und dann der zweite damit sehr eng natürlich zusammenhängende Punkt, das zeigt ja auch dann eben, wie zutiefst politisch genau die ganze Sache ist. Ja? Also dass damit dann also mit der Benennung auch sowas wie ein Recht auf größere gesellschaftliche Teilhabe, auf größere Anerkennung verbunden ist, das bisher Leuten verweigert worden ist. Und das schwingt da ganz sicher mit. Und es ist dieses Verlieren eines sicheren Bodens, den man in Zeiten ohnehin großer Veränderung, vielleicht bei Geschlecht und Körpern, den viele Leute dann bei Geschlecht und Körpern noch zu finden hofften. Und da wird er ihnen jetzt auch entzogen. Und deswegen glaube ich auch, oder so kann man vielleicht auch, oder es ist vielleicht auch ein Ansatz, den Antigenderismus zu erklären, der ja eben gerade in rechtskonservativen Kreisen sehr populär und beliebt ist, weil das ja dann eben auch Leute sind, die so etwas wie Vorstellungen von Nation oder Volk sogar wieder stabilisieren wollen. Und das ist eben auch was, wo sie dann das Gefühl haben, da ist ein Boden entzogen. Ja, das sind Dinge, die nicht mehr existieren, die aber eigentlich ewig da sind. Und dann muss man sehen, die sind nicht ewig da. Ja? Und bei geschlechtergerechter Sprache benennt man es auch noch permanent. Also diese Debatte, diese Diskussion, die ist ja durchaus ambivalent, die wird ja auch schon länger geführt und also ich finde, es macht einerseits schon Sinn zu sagen, dass man sich von diesen Kategorien verabschieden sollte, weil natürlich wäre es schön, eine machtfreie Gesellschaft zu haben und wenn das über genau diese Kategorien hergestellt wird, dann ist die Verabschiedung von diesen Kategorien eigentlich der logische Schritt. Gleichzeitig muss man sagen, und das hat ja auch die Geschlechterforschung teilweise sehr stark geprägt und hier kommt dann auch nochmal das Stichwort Intersektionalität rein, kann ich gleich was zu sagen dann, ne? Aber dass gerade die Möglichkeit, sich in bestimmten Kategorien wiederzufinden und sich dort zu identifizieren, ja auch eine Möglichkeit der Kritik gewesen ist. Und das haben ja afroamerikanische Frauen in den Vereinigten Staaten
ja auch so betont, dass eben sie als schwarze Menschen und als Frauen doppelt benachteiligt werden. Ja? Und dass in dem Fall genau diese Kategorien ihnen die Möglichkeit zur politischen Kritik auch eröffnet haben. Und also insofern können da diese Kategorien auch ganz hilfreich sein. Intersektionalität jetzt bedeutet dann eben, das kommt genau aus diesem Beispiel des Combahee River Collectives, afroamerikanische lesbische Frauen, die eben ihre mehrfache Benachteiligung benannt haben und dann eben gesagt haben, diese Kategorien Frau sein, schwarz sein, lesbisch sein sind intersektional, also die schneiden, kreuzen, überlagern sich gegenseitig und für mich als Frau bedeutet schwarz sein etwas anderes, als es für afroamerikanische Männer bedeutet für mich als Afroamerikanerin bedeutet Frau sein etwas anderes, als es für die bis dahin vielleicht stärker weiß-bürgerlich geprägte Frauenbewegung bedeutet. Und damit sind wir eigentlich schon so ein bisschen mal an dem Punkt, wie gehe ich als Historiker eigentlich damit um? Und ich als Historiker bin da ja eigentlich fein raus, weil ich versuche ja nicht irgendwelche Kategorien festzulegen oder zu sagen, das ist so oder das ist nicht so, sondern ich gucke, welche Kategorien haben in der Geschichte existiert und welche Kategorien hatten welche Bedeutung in der Geschichte. Ja? Und wie haben Menschen innerhalb dieser Kategorien gehandelt? Was waren die Beschränkungen ihres Handelns? Was waren die Möglichkeiten ihres Handelns? Also das heißt, ich schaue ja, wie diese Kategorien historisch funktioniert haben oder dann eben auch, wie diese Kategorien historisch in der Geschichte transzendiert worden sind, also wie Leute außerhalb dieser Kategorien gehandelt, wie sie sich darüber hinweggesetzt haben, wie sie versucht haben, sich darüber hinwegzusetzen. Ja, aber also im historischen Blick können wir ja nicht abstreiten, dass diese Kategorien existiert haben. Aber wir können fragen, wie sind sie eigentlich als solche entstanden und wie haben sie sich vielleicht schon verändert in ihren Bedeutungsinhalten in den letzten x 100 Jahren.